Hallo liebe Häkelfreunde! Für dieses Häkelmuster machen wir zunächst eine Schlaufe und legen sie auf unsere Häkelnadel. Dann schlagen wir Luftmaschen an. Die Anzahl der Luftmaschen muss ungerade sein. Das ist meine Kette von vorne und von hinten. Uns interessieren die hinteren Schlaufen der Luftmaschen. In diese häkeln wir die erste Reihe. Zuerst machen wir eine Wendeluftmasche, drehen die Kette um und stechen in die erste hintere Schlaufe ein. Wir holen den Faden durch und wartet, ich zeige das nochmal. Hier in diese Schlaufe stechen wir ein, holen den Faden durch, holen ihn nochmal und ziehen diesen durch die beiden Schlaufen auf der Nadel. Das ist eine feste Masche. In der ersten Reihe häkeln wir in jede hintere Schlaufe eine feste Masche. So sieht das nach der ersten Reihe aus. Wir machen eine Wendeluftmasche und drehen unser Häkelstück. Wir nehmen einen Umschlag auf die Nadel, lassen die erste Masche aus und häkeln in die zweite Masche ein halbes Stäbchen. Das markiere ich, so weiß ich in der Folgereihe direkt, welche Masche meine letzte ist. In die gleiche Masche wie eben häkeln wir ein weiteres halbes Stäbchen. Wir nehmen wieder einen Umschlag auf die Nadel, überspringen die nächste Masche und häkeln erst in die daneben ein halbes Stäbchen. Und noch ein zweites. Das machen wir die gesamte Reihe entlang. Eine Masche überspringen und in die nächste zwei halbe Stäbchen häkeln. An dieser Stelle eine kleine Erinnerung. Wenn euch meine Videos gefallen, vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Jede Woche lade ich ein neues Video hoch und freue mich, wenn ihr reinschaut. Am Ende der Reihe sind 3 Maschen übrig. In die mittlere davon häkeln wir 2 halbe Stäbchen. Und in die letzte häkeln wir ein halbes Stäbchen. So sieht das jetzt aus. Von der anderen Seite kann man bereits die Blüten erkennen. Nach der Wendemasche starten wir in die erste Masche mit einer festen Masche. Die gesamte Reihe besteht wieder nur aus festen Maschen. Es folgt eine Wendeluftmasche und wir drehen. Wir überspringen die erste Masche und häkeln in die zweite Masche 2 halbe Stäbchen. Ich markiere immer meine Reihenanfänge, damit ich in der Folgereihe nicht überlegen muss.
Und so geht es die Reihe weiter. Eine Masche überspringen und in die nächste 2 halbe Stäbchen häkeln. Am Ende der Reihe haben wir wieder 3 Maschen übrig. In die mittlere kommen 2 halbe Stäbchen. Und in die letzte Masche häkeln wir 1 halbes Stäbchen. Wir machen wieder eine Wendeluftmasche und drehen. Nun folgt wieder eine Reihe mit festen Maschen. Diese beiden Reihen wiederholen wir immer im Wechsel, bis unser Häkelprojekt lang genug ist. Zur besseren Sichtbarkeit habe ich ein größeres Stück gehäkelt. Das ist die Vorderseite mit den Blüten und das ist die Rückseite. Das Muster könnt ihr auch senkrecht verwenden. Das sieht dann so aus. Ich bin ganz angetan von diesem Muster. Es sieht aus wie kleine Lotusblüten oder Seerosen in Reihen. Das ist so reizend und daher habe ich bereits ein Sommershirt damit geplant. Wie findet ihr dieses Muster? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr bis hierher dabei wart. Schaut nächste Woche wieder vorbei, dann gibt es ein neues Projektvideo. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Bis bald!